Moin! In diesem Video geben wir euch einen groben Überblick über das neue Berichte-Modul, wie ihr euch darin zurechtfindet und was dabei interessant ist. Das Berichte-Modul könnt ihr öffnen unter der linken Seite unter Berichtswesen und Berichte. Ihr seht direkt die Startseite, wo diverse Sammlungen angelegt sind, wo viele verschiedene Standardberichte enthalten sind, die ihr bereits benutzen könnt. Sammlungen sind einfach eine Ordnerstruktur und für eigene Berichte könnt ihr euch auch eigene Sammlungen erstellen. Hierfür müsst ihr einfach oben rechts auf Sammlung erstellen klicken und einen Namen vergeben. Sammlungen sind einfach wie wirkliche Ordner am Computer beispielsweise. Das heißt, wie ihr diese am besten strukturiert, ist komplett euch überlassen. Das kann man abteilungsmäßig machen, das kann man pro Person machen, das kann man prozessual trennen. Da seid ihr komplett frei und ihr habt auch keine Limitierung, wie viele Sammlungen ihr anlegen möchtet. Oben findet ihr noch weitere Reiter wie den Nutzungsverlauf, wo ihr seht, wie viele von euren Abfragen ihr bereits verbraucht habt, wie viele noch offen sind und ihr seht auch eine Historie, welche Berichte wann abgerufen wurden und diese Abrufe entsprechend oder die Abfragen entsprechend verbraucht haben. Innerhalb des Einstellungsreiters könnt ihr euer standardisiert präferiertes Exportformat hinterlegen. Das lässt sich natürlich noch pro Bericht einzeln steuern. Bietet sich aber meistens an, hier einfach einmal die Einstellung zu treffen, die man möchte, beispielsweise per CSV und welche Art von Trennzeichen das haben möchte. Das macht es später bei regelmäßigen Exporten einfacher, dass man nicht noch in Excel beispielsweise oder in anderen Programmen nicht noch umformatieren muss, sondern es bereits sauber exportiert wird. Exportpläne gibt einfach eine Übersicht von Berichten, welche automatisiert in regelmäßigen Abständen exportiert werden oder bereitgestellt werden. Das kann verschiedenste Formate haben, einmal per E-Mail versendet, ein Permalink, der erstellt wird oder ähnliches. Da gehen wir in einem anderen Video ein bisschen tiefer darauf ein, aber hier seht ihr einfach eine Übersicht, welche Berichte wie regelmäßig bereitgestellt werden. Es gibt fürs Berichte-Modul oder fürs Analytics-Modul, wie wir es auch nennen, eine neue Freigabelogik. Das heißt, man kann hier Freigabeprofile hinterlegen. Das habe ich hier einmal mit einem Test gemacht. Das heißt, man kann es einfach je nachdem, wie die Einschränkung sein soll, sage ich mal, sein. Und dann kann man entsprechend steuern, welche Sammlung oder auch welche individuellen Berichte tatsächlich von dieser Gruppe von Personen gesehen werden dürfen. Das heißt, wenn ihr bestimmte Auswertungen habt, die von anderen Kollegen nicht gesehen werden sollen, weil sie nicht relevant sind oder ähnliches, dann könntet ihr sie darüber ausblenden. Das heißt, man muss einfach eine globale Gruppe anlegen, sage ich mal, welche Berichte erlaubt sind und dann gibt man die Nutzerfreigabe und kann hier einfach einen Benutzer hinzufügen und sagen, okay, ich gehöre jetzt beispielsweise zu diesem Testprofil, was ich gerade angelegt habe. Und dann werden meine Rechte entsprechend eingeschränkt. Es gibt noch den KI-Co-Piloten, den beleuchten wir aber auch noch in einem separaten Video etwas tiefer.